Hallo, meine Mitverzweifler zu einer neuen Folge von Genshin Impact. Letztes Mal haben wir ein bisschen weitergemacht mit der Lynette Quest, sind auf Lini getroffen, haben ein bisschen halt miteinander geplaudert und alles so. Und jetzt uns aufgeteilt, um verschiedene Häfen nach dem Täter zu suchen. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben auch letztes Mal die Produktionsstelle gefunden von dem imitierenden Sinn. So. Und ja, so. Did something happen? Hier, oh Gott, ich hab das Dings nicht gewechselt, die Sprache. Ups. Wir sind hier, um die Wanderungsloks auszuchecken. Gott, hab die Sprache komplett vergessen. Die Updates über die Situation so. I see. Thank you for everything you're doing for the people of Fontaine. Was macht ihr hier? I'm in charge of guarding the port. You mentioned you were after some travelogues, right? Yes. I can go fetch those for you. Danke. Das ist die, wo wir angetroffen haben beim Übergabe der Katze. Sind Dinge hier immer so hektisch? No, not usually. It's this incident that happened recently. Before that, everything was normal. All we had to do was confiscate anything suspicious and we could call it a day. Pretty simple stuff. Okay. But habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie Musik. Now. We somehow let suspicious cargo pass through the port undetected. Not even our guard poodles were able to sniff it out. Even worse, we still don't know how the perpetrator was able to conceal the goods so well. Was, könnte dann vielleicht einer unter euren Truppen vielleicht korrupt ist? Ist es möglich? By suspicious cargo, do you mean imitation synth? Yep. However, prohibited substances are just one example. We confiscate all sorts of contraband during the course of our inspections. Or at least, we're supposed to. So what happens to the goods you confiscate? Oh, we keep them in a storage locker. If they turn out to be something particularly dubious, we'll turn them over to the Maison Orderly. Okay, bisher kann man glaube ich noch nicht damit anfangen, also ich auf jeden Fall nicht. If the goods are only slightly suspicious but could otherwise be harmless, like raw materials that could potentially be used to create contraband, we return them to the ship they were confiscated from, instead of letting them pass through the port. Okay. Sorry for the wait. These are the travelogues for all the recent activity at the port. Oh, you brought Gerard with you. Actually, he followed me here himself. It's like he smells something on me. Oh. Huh. I wonder why Gerard is reacting to you two so strongly. Könnte vielleicht sein von dem Ort, wo wir verlassen haben, wo das imitierte Senf gemacht wurde. Huh? We were so careful not to touch it, but we still ended up with traces on us. If it leaves a residue so easily, I just don't understand how the culprit was able to disguise the goods at all. Keine Ahnung. Why don't you have a look at the travelogues first? All ships coming in and out of the port are recorded here, except for the ones the port authorities ride to and from work. Das könnte es auch sein. Du gehst durch die verschiedenen Logs, du bemerkst ein paar Instanzen, wo die humane Gesellschaft gelistet ist. Dieser Name scheint wirklich herauszustechen. Okay? Das habe ich irgendwie schon gedacht. The Humane Society. Wir sind dieser Organisation schon vorhin angetroffen. Richtig? Ja, das ist die, wo wir halt auch bei der Übergabe. Wir hatten ja allerdings halt einfach gefragt, wem die Katze gehört. Dann ist Elodie gekommen oder noch der eine Typ von der humanen Gesellschaft. Und Elodie war ja da, weil sie wusste, dass die Katze eventuell also nicht eventuell, dass die Katze einem Täter ja gehört. Und der war auch irgendwie da. Könnte gut sein, dass er Teil der ganzen Sache hat. Their name is all over the exit logs. The purpose for leaving is always listed as overseas adoption. The director of the organization explained that, actually. He said a lot of the cat and dog breeds unique to Fontaine are also very popular overseas. So, his organization offers an overseas adoption program. Okay. Bernard, the director of the Humane Society, was the man who came looking for Bonnie earlier. Yep. Die Katze, die von Per geflohen ist, klingt genau als die Katze von der humanen Gesellschaft sucht.
Könnte das wirklich ein Zufall sein? Es sah so aus, als würde Bernhard irgendwas verstecken. Er war irgendwie so bestand darauf. Aber entschuldigt. Aber nur einen kurzen Check gemacht, bevor er einfach gegangen ist. Was, wenn er vorhin für Bonnie geschaut hat, nicht eigentlich war uns schon, ob Bonnie die fehlende Katze war, sondern für irgendeinen anderen Grund da war. Have you figured it out too, Traveler? The way the criminal disguised the goods? Irgendwie. When Bernard asked to take a closer look at Bonnie, he was actually checking whether there was any imitation synth in her stomach. Ah. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Ich war so irgendwie vielleicht, also irgendwie bei den Tieren, aber in den Tieren selbst, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sie benutzen die Tiere als Lager um das Imitation Synth zu schmuggeln. Wait, what? The sealed bags we found at the secret base. They were specially made to be corrosion resistant. Oh mein Gott. So, damit sie nicht verdaut werden. And there were gaps around the lids of the barrels, and airbags were used to keep them upright in the water. Damit die Tiere atmen könnten. Those drug shivers found at the secret base. She most likely didn't recognize them because they're not used on human beings. It's an anesthetic used on pets. The perpetrator must have given it to the animals. Damit sie still bleiben in den schwimmenden Fässern. Alter, was für ein Verbrechen. Pure. Must have made the animals swallow the sealed bags full of imitation synth at his secret base. Then he stuffed them into floating barrels and left the rest to Bernard. Huh. The sealed bags combined with an animal's body odor would certainly be enough to mask the scent of imitation synth. Definitiv, aber Alter, was für ein krasses Verbrechen. During our inspections, we would have never thought to inspect the bellies of those animals for anything suspicious. Even if we tried to feel around for something, I'm sure it would be difficult to detect. Definitiv. Exactly. I bet Bernard even transported animals with synth in their stomach alongside ones without. That way, it would be even harder to say with certainty that something was amiss. Das kann ganz gut sein. Glaubst du, Bonnie könnte sogar ein bisschen davon in ihrem Bauch haben? She's probably in the clear. Otherwise, Bernard would have never left without her. I'm guessing he didn't know whether Pierre had already hidden the next batch of imitation synth before he fled. Kann ganz gut sein. Just imagine. He sees the notice we put in the Steambird, and it turns out that one of the very cats he gave to Pierre for the smuggling operation is out in the open, roaming the streets of Fontaine. Yes. If Pierre had already hidden the next batch of imitation synth, then Bonnie would practically be living proof of their crimes. He would have had no choice but to go after her. So, that's why he came to find you and insisted on taking a closer look at the cat. Dieser Frage ist wahrscheinlich, was Bonnie erspart hat von den ganzen. Also. Wait a second, I'm a little lost here. I get the part about hiding the substance in the pets, but those, what did you call them again? Floating barrels? Why even put the animals in there in the first place? If you've got something as convenient as a floating barrel, why not just stuff it with the imitation synth directly? Why not wait to hide the stuff until after the exchange has been made? Weil die Tiere eben halt aus dem Port kommen und dann darüber transportiert werden und dann eben halt ausgesaugt werden von dem Ganzen, also nicht ausgesaugt, aber dann die Mittel haben, also die Droge in sich. In order to make sure the animals could swallow the sealed bags, they made them extremely thin. Had they not done that, the animals would have likely bitten or chewed through them. Und würde das Senf auslaufen, dann hätten sie auch ganz viele Cleaning Agents, Produkte müssten nutzen, um es wieder so sauber zu machen, wegen dem resultierenden Geruch. That step would have required a lot of energy, as well as a certain amount of technical expertise. So, it was better left to the more experienced Pierre. We've already proven how easy it is to pick up trace amounts of imitation synth, so I'm sure Bernard was taking all the precautions he could to avoid the same fate. Okay, then let's head to the Humane Society right away and bring that guy to justice. I'll bring a Gardamek to speed up the process. Okay. Na dann,
Gehen wir mal diesem Versprechen nach. Holy moly, ey. Aber jetzt stellen wir mal noch die Sprache richtig um, sonst geht hier gar nichts. Ah, Alter, was für ein Verbrechen. Da, wie man darauf kommen muss, ey. Wie zum Teufel. Boah, Zeit eigentlich jetzt alles aufzulösen, ne? Ich habe ja schon irgendwie gedacht, dass die humane Gesellschaft wieder vorkommt. Aber dass sie jetzt so aktiv darin involviert sind mit dem Ganzen, da bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, ob überhaupt das Ganze nur eine Fassade ist, wirklich für dieses ganze Verbrechen. Oder ob halt die Gesellschaft wirklich für einen guten Zweck kreiert wurde. Und jetzt halt durch Pierre und Bernhard, wahrscheinlich noch ein paar anderen, halt zu Bösen genutzt wird. Das ist wie diesen The Drogenhandel. headquarters of the Humane Society should be somewhere around here. Bernard could show up any moment now. Okay. Ah, you're the people from earlier. Wait, you're from the guards? Yes. After him! Ah, Can't let him get away! ich habe schon gerade gefragt, was soll denn jetzt passieren? Ja, jetzt verstehe ich warum. La 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 la. Und zack, haben wir dich. Give it up, Bernard. Mercy, have mercy. I'll talk. I'll tell you everything I know. The Humane Society has done so much good over the years, and yet you have committed such an atrocious deed in its name. Okay, das heißt, es scheint wirklich nur ein Ast von dem ganzen Baum, der sozusagen zu sein, der ein bisschen übel ist. Look, I didn't have a choice, okay? My father cared about those blasted animals so much, he didn't bother to take care of his human wife and son at all. While those animals were showered with love, I lived worse than a dog. No one asked. Tell me, how did you first get to know Pierre? Well, after I took over the Humane Society, it gradually became harder and harder to maintain its operations. Until one day, someone suddenly passed me a letter. Okay. It said that I could stand to get a large sum of money as long as I helped them to transport some animals abroad. It was only after a few such transports that I finally understood what I was really transporting. Okay. Then Pierre wrote to me, saying that we were already partners in crime and that I better keep cooperating with him if I didn't want to be reported to the guards. Ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie das Gesetz ist. Also ich bin mit juristischen Sachen gar nicht vertraut, deswegen kann ich hier komplett jetzt falsch liegen, aber er würde ja unwissend es ja gebraucht haben, hier die ersten Male, und dann, wenn es rausfindet hätte und das dann direkt gemeldet hätte, dann wäre er dann, glaube ich, ohne wirkliche Konsequenz davon bekommen. Also der Ruf wäre natürlich jetzt ein bisschen kaputt und es wäre nicht so schön natürlich, aber jetzt, ich glaube nicht, dass sie jetzt dafür verurteilt kann, oder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin juristisch wirklich nicht, wirklich gar nicht damit aus. Deswegen könnte vielleicht sein, dass er doch wegen Kooperation reingerät, obwohl das ja unbewusst war. Keine Ahnung. Deswegen, wenn einer es weiß, dann schreibt es mir richtig korrekt in die Kommentare. Ich wäre sehr interessiert zu wissen, was da die juristische Konsequenz davon wäre, wenn er es direkt gemeldet hat, nachdem er jetzt seine Kooperation rausgefunden hat und was der Grund für die Kooperation war zwischen den zwei. Jetzt natürlich, wie es aktuell steht, ja, da ist er geschissen. Also er hat trotz Wissen über das Ganze hat er trotzdem weitergemacht und eine verschlimmert. Also da kann er sich nicht mehr rausreden. I would order wooden barrels and flotation devices according to his instructions, and then load the sleeping animals onto a boat. Once I sailed to the location he provided, I would dump everything together into the sea. And a few days after that, I'd come by again in my boat and pick up the animals sleeping in the barrels. Once I had received enough of them, I'd bring them to the harbor to be adopted abroad. Okay. That guy Pierre, he was running the entire show. He set up all the meeting times and found all the foreign adopters. Oh, and he even supplied all of the goods too. I just did the transport. He was the one who planned out and executed everything else. Ja, er ist Hauptverdächtige. Da hast du recht, aber du bist Komplize. Und wo ist er jetzt? Look, I don't know, okay? I've never ever met him in person. We've only ever communicated through letters. Hat er vielleicht einen Brief bei sich? Das könnte vielleicht ein paar Hinweise bei sich tragen. And when did he send his final letter to you?
Just last night, he said that the Marshalsea Phantom is now after him, so he's planning to go into hiding for some time. He didn't mention where he's thinking about going, though, but he did tell me to look out for the guards. Okay. It's been a few days since Pierre's last appearance. I'd wager that he sent that letter after he found his hiding spot. Das ist ganz gut möglich. Wo ist denn dieser Brief jetzt? I burned them. It was on his orders. I had to burn every letter after reading them. I wasn't even allowed to share them with the rest of the society employees. Okay. Sure sounds like you're trying to use the lack of witnesses or evidence to pin the blame on Pierre. No, I swear, this time I'm only telling you the truth. Well, we can check the truth of your statements at the Opera House. I hope you know what'll be coming for you if I were to find any discrepancy between the evidence and the testimony you just gave. Oh Gott, das wird ja schön. I know. I swear I was just telling the truth. Ich glaube so auch. My thanks to you both. Had it not been for you, I really don't know what would have happened to this case. Bonnie helped, too. That's true. It was all thanks to her that Bernard was finally exposed. Plötzlich schauspiellos versteckt sich hinter dir, Lynette. And it looks like she's grown quite fond of you two as well. Then I'll leave you be. Just let me know if you find any other new leads. Yes. Ah, ich kann das wirkt irgendwie unnatürlich. Scheint auch etwas auf dem Herzen zu haben. Weil es ja die Lefaré-Familie oder wie sie nochmal hieß, ich hab keine Ahnung mehr, die ja hinter dem Kidnapping von ihr steckt oder so. Oder steckte, bis sie dann von alle Kinodezent zerfetzt wurden. Frage Bernhard. Oder versuche den mal abzuschieben. Ich rede jetzt mal mit Lynette als erstes. Was ist los? Hast du noch etwas auf dem Herzen? It was that obvious, huh? Well, even though it didn't feel like Bernard was lying, after talking to him, we investigated so quickly that perhaps we've missed a thing or two along the way. Let me activate deduction mode and consider things again from the top to see if we can find anything new. Okay. Is there still anything unresolved or strange that we should try to consider? Ich glaube nicht. Für das, was wir in Passant gefunden haben, Bernhards Brief. Es gibt einen ungelösten Part in den Abläufen dieses Schmugglerrings. Well, we've discovered that Bernard is responsible for the trafficking, while Pierre deals with supplying the goods. Das Is there heißt, something else in this scheme that we're missing? ja, verkauft es dann, oder wie? Weil er macht den Transport, er macht die Produktion. Er braucht noch jemanden, der den Verkauf macht. Eintrag, Übergabe, Kontakte, Gott. Jedes frühe Mitglied der Familie verfügt wahrscheinlich über zahlreiche Verbindungen außer von Fontaine. Ihre Kommunikation lief stets auf dem Papierweg und da all diese Briefe in Rauch aufgegangen sind, können wir nichts mehr nachweisen und zurückverfolgen. Übergabe. Wir haben bereits bewiesen, dass Bernhard und Pierre Übergaben koordinieren, indem sie auf einer Schiene. Okay. Zutaten. Schiffers Ermittlungen zufolge hat Pierre für seine Stimmstudie eine offizielle Abmahnung kassiert und hält jetzt Forschungsinstitut für keine Rohstoffe mehr. Eintrag. Er bekommt seine Vergütung, sobald er die Lieferung erledigt ist. Solange er seine Vergütung als Privatperson und nicht durch die Hawaii bekommt kein Verdächtiger aus der. Oh Gott. Das hier, I guess. Na, ich bezweifle, dass das die Anstelle Fragen There's beantwortet. no need to rush. Let's see if we can find any other suspicious points. Verdammt. Über Bernhards Brief. Bernard claims to have received a letter last night from Pierre. In the letter, Pierre stated that he had gone into hiding. Is there something wrong with the letter? Nicht, dass ich wüsste. Briefübergabe. Ob es in einem versteckten Geheimnis selbst geliefert ist, keine Frage. Wenn wir nachgehen können. Fluchtort. Stand nichts über Pierres Versteck, aber natürlich will Pierre nicht, dass ihn niemand aufschnübert. Macht ja auch Sinn. Wohin war bereits ein paar Tage auf freiem Fuß, dass wir sie gestern früh fanden. Das bedeutet, sie war schon ausgebüxt, als der Brief geschrieben wurde.
Zweck des Briefs? Der Sinn des Briefs war, Werner der Lambrauschschiff zu versetzen. Warum hielt er dann keinen Hinweis auf Bonnie? Vielleicht sind die Briefe schon vorgeschrieben, aber wirklich weitaus mehr als erwartet? Keine Ahnung, ey. Was? If Bonnie had imitation synth in her body, then she was a liability that had to be recovered at all costs. But if she wasn't carrying anything, then it would have made sense to tell Bernard not to worry. And thinking about it, Bernard only attracted our attention in the first place because he came to look for Bonnie. Mhm. Could it be that the person who wrote the letter also knew nothing about Bonnie's whereabouts? Das habe ich auch das Gefühl, so Or lange. they had a separate goal entirely. Keine Ahnung. Aber das hast du im Passwort The gesehen, Mars von Chaussee am. Phantom found Bonnie and the Lefebvre pendant at Pierre's residence. Lieferende, sein Fahrzeug berichtet, selbst unschuldige Spritzen gerieten, Fahrzeug Vergeltung. Aber Per trug die Gänger bei sich, als wäre es bloß ein gewöhnliches Schmuckstück. Anhänger. So was Verfahren ist der klare Beweis, dass der Eigentümer ein illegitimer Spross der Familie Lefebvre ist, aber dahinter muss noch mehr stecken. Dieser Teil wurde nie aufgelöst, das könnte wahrscheinlich irgendwas haben. Bonnie war an Pierres Seite, als der Mann zum ersten Mal gegen er mitlässt, er dürfte suchen, aber das kann doch nicht alles sein. Haustierübergabe. Zufolge wurde die geschmuggelten Feuer bei direkt zu Piers Versteck gebracht, statt nach Passant. Ja, es kann ja nur das hier sein. Anfänglicher Verdacht. Pierre wurde zum Hauptverdächtigen in dem Fall aufgrund einer verdächtigen Katze eines verdächtigen Anhängers. Das dann? Why would he leave such an obvious trail for us to follow when he took so much care to not leave any traces of imitation synth in his home? Vielleicht wollte er, dass wir ihn auf die Schliche kommen aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Versuche den Fall abzuschließen. Okay, das war die eine Hälfte. Jetzt Elodie, was hast du noch? Weil wir sind verloren. Now behave and follow me to the interrogation room. Ow, that hurt. Ow! Nachdenken. Sie wollen aufbrechen. Soll man sie wirklich gehen lassen? Oh, nee. Es ist nicht einfach jetzt Glückssache, ob ich das Richtige bekomme. Oh. Kontrolle fehlgeschlagen. Cool. Können wir das für den Generie überlassen? Retten wir jetzt das Tiere der humanen Is Vereinigung. everything really over? I don't know. I still feel like the relationship between Pierre and Bernard is not as simple as it appears. Also, I've had this strange sense that something's off the entire time we've been on the case. And it has only gotten worse. Oh. No good. I've still got nothing, and I'm nearly out of energy. Das ist jetzt schnell eskaliert. What the hell? Sei nicht so streng zu dir selbst. Jesus. Alright. I'll stop thinking about it, for now. At the very least, we've made it so that no more animals will suffer like those poor animals did. And that's what I hope. Ja. Let's go to the Humane Society and see if there are any animals left that might still need our help. Okay. Before my energy for today completely runs out. Okay. Ja, aber die ist auf jeden Fall wirklich mit einem Schlag einfach weg gewesen. Und okay, Rette der Katzen. Die Wahrheit liegt noch im Dunkeln verborgen, aber die Hoffnung hat den Käfig schon verlassen. Oh. Okay, das hätten wir geschafft. Das war das allererste Ending, das zieht sich bis hierhin. Ach du Heilige. So, jetzt wenn man hier irgendwie was richtig macht, wahrscheinlich dann bekommt man das richtig hin. Warte, was ist jetzt, wenn ich Dings... Probier jetzt etwas. Also das. Jetzt hoffen wir auf das Richtige zu bekommen. 1. Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, blablabla. Alright. Da ändert sich nichts. Okay. Boah. Daneben nicht. Dann schaue ich das auf jetzt für die nächste Folge zu machen. Also das sieht jetzt irgendwie sehr blöd aus, weil es scheint wirklich per Glück zu sein. Und das finde ich ganz und gar nicht gut für den Hangout. Also die Sache mit Glück zu kombinieren bei einer Quest finde ich bescheuert. Boah, wir haben wenigstens ein Ending jetzt bekommen, nach 3 Folgen. Das heißt, wir schauen, Betonung liegt auf schauen,
jetzt in den nächsten 2 Folgen es irgendwie hinzubekommen, noch 4 Endings zu bekommen. Aber wenn das so weitergeht, dann haben wir hier so 7, 8 Folgen für dieses eine Hangout. Und ganz ehrlich, meine hört sich nicht gerne von der letzten Folge. Es ist noch immer sehr langweilig. Also, es ist nicht so langweilig für die letzte Folge. Das hier war jetzt ein bisschen mehr interessant, aber auch nur, glaube ich, weil jetzt halt ein Ending gekommen ist und halt ein bisschen der Höhepunkt gekommen ist. Und halt krasses Verbrechen ist, also wirklich wow. Und ja. Deswegen muss man hier dann schauen wahrscheinlich, irgendwie etwas richtig zu machen. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Mal dann machen. Dann bekommen wir wenigstens das Ending und können dann hoffentlich schon die Route anfangen für eins der anderen, wenn nicht sogar direkt abschließen. Und dann noch schauen, wahrscheinlich die Folge darauf hoffentlich alles hinzubekommen, noch was übrig bleibt. Aber das wird schön. Boah. Ich lasse euch dann mit dieser Folge in Ruhe. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das dann beim nächsten Mal, wenn es dann hier vorangeht, mit dieser übel langen Hangout-Quest. Ah ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.